Unsere Natur ist doch ein Traum, oder? So schön. Aber leider soll der sich ja nun erledigt haben. Ich wünsche mir auf jeden Fall für meine Tochter Lotta, dass sie die Welt so erleben kann, wie wir sie jetzt auch erleben. Hoffentlich klappt das, weil eigentlich erleben wir ja gerade den totalen Albtraum. Unwetter, Dürren, Wassermangel, Brände und immer wieder Überschwemmungen. Stichwort Klimawandel. Jeden Tag neue Horrormeldungen. Katastrophen über Katastrophen. Man kann es einfach gar nicht mehr hören und sehen und am liebsten will man einfach die Augen zumachen. Augen zu und durch? Das wird so nicht funktionieren. Wenn wir alle sagen, jetzt muss erstmal das andere was tun, dann werden wir uns nie weiter bewegen. Genau. Und deshalb packen diese Menschen hier es jetzt an. Eine Straße in Kassel, Familie Desel und ihre Nachbarn. 4 Wochen wollen sie umweltschonend leben. Sie werden einiges anders machen müssen. Was macht das mit ihnen? Welche Höhen und Tiefen erleben sie? Und was erreichen sie? Für Lotta ohne Teller, weil ich wollte keine Plastikteller kaufen und der gebrauchte Hochstuhl tut's da auch. Das ist mal nachhaltig gedacht. Maxi und Hannah sind seit 3 Jahren zusammen. Tochter Lotta ist 1,5. Und in 2 Wochen wird geheiratet. Mitten in unserer Challenge. Deshalb muss auch die gesamte Feier nachhaltig sein. Das Essen, das Catering sollte auch so nachhaltig wie möglich gestaltet sein. Also mit wirklich regionalem Fleisch, was dann zubereitet wird. Dann auch was Saisonales dazu natürlich und nachhaltige Kleidung. Und Stühle. Nix Plastik. Für 80 Gäste sammeln die beiden gebrauchte Holzstühle. Angefangen hat es eigentlich mit den beiden Stühlen hier, die haben wir am Straßenrand gefunden und haben uns gedacht, hey, das wären doch eigentlich coole Braut- und Bräutigamstühle. So viele Leute verschenken Dinge und dann haben wir mal so spaßeshalber geguckt, was es so alles gibt und festgestellt, dass viele alte Dachbodenfunde gerne nochmal wiederverwendet werden wollen und dann haben wir uns gedacht, okay, wir sammeln jetzt die Stühle für unsere Hochzeitsgäste. Auch Maxis Bruder Gerrit macht in der Challenge mit. Wir hatten ihm ein Fahrtraining spendiert. Da hat er gelernt, wie man sanft und benzinsparend fährt. Die Umwelt mit Vollgas attackieren ist jetzt vorbei. Ich probiere die Tipps und Tricks mal umzusetzen und bin mal gespannt, ob es wirklich was bringt. Aktuell habe ich einen durchschnittlichen Verbrauch auf 100 Kilometer von 11,4 Liter. Zumindest sagt mir das der Bordcomputer an. Ab sofort fährt Gerrit nachhaltig durch Kassel. Und? So, ich bin jetzt knapp 120 Kilometer gefahren und habe aktuell einen Verbrauch von 9,7 Liter auf die 100 Kilometer gerechnet. Man muss dazu sagen, innerorts. Also ich bin nur in der Stadt gefahren mit dem Auto und so habe ich eine Ersparnis von 1,6 Litern. Das macht etwa 3,8 Kilogramm CO2 weniger. Da kommt auf Strecke richtig was zusammen. Wir sind die einzigen ohne Tempolimit in Europa. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich will halt auf Autobahnen, Landstraße und in der Stadt gleichermaßen das Tempo senken, weil es nachweislich auch Leben rettet. Das geht ja gar nicht nur ums Klima, sondern es geht auch um Verkehrstote. Auf der Hasenhecke. Hannah geht in ihrer Challenge voll auf. Hier ist wieder ein Stuhl mehr. Jetzt haben wir schon 71, nur noch 9 Stühle. Vielleicht noch ein paar zusätzliche für den Ersatz. Dann haben wir es geschafft. Man sieht's, das Event rückt näher. Standesamt, Kirche, 2 Feiern und alles nachhaltig. Nicht ganz leicht, da den Überblick zu behalten. Wie man hier sieht, wir haben zumindest jetzt schon mal so ein bisschen Geschirr. Das sieht zwar neu aus, aber es ist im Prinzip nur geliehen und wird danach dann ganz viel weiterverwendet. Das ist von einer guten Freundin, das wandert dann weiter in den Kindergarten und wir dürfen das dann für das eine Mal uns ausleihen. Ansonsten haben wir alle Freunde und Familie, die gerne Marmeladen essen.
dazu aufgerufen, ihre Gläser nicht wegzuschmeißen, sondern uns zu geben. Und wir machen daraus jetzt so kleine Windlichter. Da haben auf jeden Fall auch schon einige jetzt angefangen. Und dann hat noch eine gute Freundin von uns diese süßen Holzschilder vorbeigebracht. Die hat sie auch selber gemacht. Und damit können wir auf jeden Fall jetzt auch unseren Garten richtig schön schmücken. Wir haben da einige verschiedene Varianten jetzt von ihr bekommen. Ich finde, es sieht mega aus und man kann es immer wieder verwenden für jede Party, die man danach noch so feiert. Und ja. 4 Häuser weiter bereitet Silke Desel mal wieder für alle in der Familie das Mittagessen. Ihre Challenge? Fleischlos, regional und saisonal kochen. Ihre Sorge am Anfang war ja, das könnte viel teurer werden. Wie sieht's aus? Heute gibt es erst einmal eine Gemüselasagne. Der gesamte Einkauf war jetzt billiger, weil ich komplett auf Wurst und Fleisch verzichtet habe. Es geht doch ganz schön viel Geld verloren, wenn man gute Wurst und Fleisch kauft. Und wir haben immer viel Wurst und Fleisch gekauft. Und gespart wird nicht nur Geld. Wenn ich vorher 7-mal die Woche Fleisch gegessen habe, habe ich einen sehr, sehr großen Hebel. Mit Berechnungen auf ganz Deutschland gesehen kann das 10 bis 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, eine solche Ernährungsänderung alleine. Aber schmecken sollte es schon. Gerade die männlichen Desels stehen auf saftige Steaks. Der ökologische Fußabdruck ist da eher sekundär. Und wie hat Silke die vegetarische Lasagne hingekriegt? Welche Punktzahl? 10. Yeah. Mein Schatz, danke. Schmeckt sehr lecker. Es schmeckt anders, aber es schmeckt sehr gut, würde ich sagen. Also ich vermisse das Fleisch jetzt gar nicht. Ich auch. Und ja, kann man sich dran gewöhnen. Ja, da schau an. Es war ein bisschen zeitaufwendig, aber ich habe dann alles gekriegt und habe jetzt auch auf regional und saisonal geachtet. Und meinen Männern hat es gut geschmeckt, trotz fehlendem Fleisches. Hallo Schatzi. Na? Willst du auch was trinken? Ja, bitte, gerne. Okay. Du sag mal, hast du vielleicht eine Idee, was wir für Standesamt zu essen machen können? Also wir wollen das ja ganz klein halten, aber ich würde es irgendwie trotzdem cool finden, wenn wir halt was Regionales, Saisonales zu essen haben. Also Geli hatte ja vor 2 Jahren oder letztes Jahr zu Ostern Rudi kommt kochen. Die war total begeistert. Die hat mir da auch Bilder gezeigt. Super lecker. Ja, genau. Es sieht aber lecker aus. Also das würde natürlich der Hit sein, ne? Ja, Fürs Standesamt. das wäre cool. Super, dann ruft er mal an. Das sieht alles extrem lecker aus. Volltreffer. Ich habe gerade mit dem Rudi telefoniert von Rudi kommt kochen und er hat gesagt, er kocht für uns gerne regional und saisonal und dafür treffen wir uns nächste Woche auf einem Hof, ganz hier in der Nähe, um mal zu gucken, wo er denn so gerne einkaufen geht. Hallo! Eine Woche später auf dem Hof. Alle da, auch der Rudi. So ihr Lieben, Gemüse. Natürlich jetzt hier auf diesem Hof natürlich keine riesengroße Auswahl wie im Supermarkt. Entscheidend aber auch hier ist immer wieder, achtet auf die Saison. Das ist dann wirklich eben regional, saisonal gucken. Ich habe noch mal eine Frage, wie ist dann eigentlich der Begriff regional geschützt? Ist das irgendwie geschützt oder ist das... Was ist eine Region? Für mich als Koch haben in anderen Regionen die Regionen auch hübsche Töchter und da greife ich natürlich auch zu. Regional ist das, was man so in einer Umgebung von 30 Kilometern ungefähr bekommt. Das sieht aber nicht unbedingt jeder so wie Rudi. Das Label regional oder aus der Region ist bei uns gar nicht genau definiert oder gar geschützt. Da muss man schon genau lesen, was auf der Packung steht. Oder eben fragen. Sind die jetzt wirklich alle regional? Also kommen die wirklich aus der Umgebung? Tatsächlich haben wir hier die kürzeste Entfernung aus 2 Orte weiter
ungefähr 6 Kilometer vom Biohof Jacobi. Dann haben wir hier ungefähr 28 bis 30 Kilometer, Bad Zwesten, Oberurf. Und Wettesing liegt auch so 12 Kilometer gleich in der Nachbargemeinde. Ja, okay, also es ist wirklich, wirklich in der Nähe, ja. Cool. Das schont die Umwelt und tut sogar der Seele gut. In vielen Lebensbereichen sind wir von den Dingen, die wir nutzen, entfremdet. Also ein Regal aus dem Möbelsupermarkt hat für uns keine persönliche Bedeutung, ganz anders als der Kleiderschrank von Oma. Und das ist mit den Erzeugerprodukten, gerade auf dem Hofladen oder beim Stand auf dem Markt, wo der Erzeuger dasteht, was ganz anderes. Ich habe eine persönliche Beziehung, es ist eine Vertrauensbeziehung, das muss es ja auch sein. Lebensmittel herstellen ist etwas, was Vertrauen braucht. Ja, dass diese Lebensmittel in Ordnung sind. Und diese persönliche Beziehung, die kommt dazu, gratis, wenn man dann im Hofladen einkauft. Dankeschön. Ist mit Bärlauch? Genau. So, genug probiert. Jetzt geht's ans Hochzeitsmenü. Als Hauptgang gibt es eben verschiedene Gemüse- und Salatwraps und die Beilagen, das ist dann mal das Fleisch. Okay. Sonst hast du ja immer, wenn du irgendwo hörst, Essen und Fleisch ist dann eben der Hauptgang und das Gemüse ist die Beilage. So, hier drehen wir es einfach mal rum. Komplett fleischlos, das traut Hanna sich nicht durchzuziehen. Ist halt Tradition bei so einem Fest. Enttäuschen will sie die Fleischesser nicht. Also ich habe jetzt das Menü für Desels, habe ich wirklich einen Tag lang nonstop gesessen, habe überlegt, was kannst du machen, was passt ins Budget, was in regional, saisonal, alles mit eingepasst. Viel Arbeit, viel Spaß und herauskommt was Tolles. Auf dem Hof der Füllings haben die Schweine es wenigstens gut, bis sie geschlachtet werden. Sie leben in Gruppen, haben Stroh, Platz zum Schlafen und zum Spielen. Ihr Fleisch verkauft Dirk Fülling dann direkt auf dem Hof. Es ist etwas teurer, weil man einfach den Mehraufwand hat. Aber wenn ich in einem Hofladen ankomme, sie kaufen ja direkt bei dem Erzeuger. Und dadurch ist der Handel, wie ich jetzt einfach mal sage, der ist da raus. Und dadurch ist das etwas teurer, aber nicht viel teurer. Hallo, guten Tag. Hallo. Gerrit hat seinen Sohn Danilo dabei. Beide essen gerne Fleisch. Aber wenn man die süßen Schweine so beobachtet, naja, dann kommt man schon ins Grübeln. Es sollte jede Schulklasse mal einen Metzger besuchen und wissen, was da passiert in den gekachelten Räumen. Dann hat man ein Gradmesser für Tierleid und Empathie. Naja, bei Gerrit reicht schon der Besuch auf dem Bauernhof. So von der Nachhaltigkeit her, ich wollte sowieso mal irgendwie andere Wege gehen und einfach mal mehr mit Gemüse arbeiten, ne? Und Gemüse mehr verspeisen und einfach den Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren. Tatsächlich? Na, da wollen wir doch mal sehen, wie sich die guten Vorsätze umsetzen lassen. Grillabend vegan. Super veganer Hero Burger. Interessant. Also aussehen tut es eigentlich relativ, naja. Lecker Thüringer, Rostbratwürstchen und Burger. Alles rein pflanzlich und sehr nachhaltig. In der Küche arbeitet Silke an den Grillbeilagen. Seit 2 Wochen hält sie ihre Challenge jetzt durch. Kocht nur Saisonales aus der Region und immer öfter auch Bio. Heute gibt es rote Beete Carpaccio. Die rote Beete habe ich diesmal wirklich auf Bio geachtet. Demeter, weil das letzte Mal, als wir ja gefilmt haben, bin ich ja darauf aufmerksam gemacht worden. Ursprung Frankreich. Rote Beete gäbe es theoretisch auch regional. Jetzt, ne? ja. Und jetzt achte ich doch sehr deutlich darauf, wie und woher das kommt. Hat dich das ein bisschen geschockt mit dem Kühlschrank? Ja, muss ich ganz klar sagen. So, ich habe mal alles aus dem Kühlschrank geräumt, was nicht regional ist und nicht vegetarisch. Also alles? Fast, ja. Letzte Handgriffe. Fast alles fertig. Maxi und Gerrit warten darauf, dass ihr veganes Grillgut Farbe bekommt. Das sieht ja mal
gar nicht mal so lecker aus. Also vielleicht täuscht uns auch die Optik. Ja, ne, das und könnte das sein. schmeckt. Aber so das richtige Grillen ist das jetzt nicht, oder? Nee. So wie man sich das sonst vorstellt. Riecht übrigens auch nicht so. Und ein Blick auf die umfangreiche Liste der Inhaltsstoffe regt den Appetit nicht unbedingt an. Fleischersatzprodukte sind definitiv klimafreundlicher, weil sie eben nur pflanzliche Inhaltsstoffe haben. Oft ist die Zutatenliste lang, aber wenn wir da mal genau drauf gucken, sind das eben tatsächlich nur fleischlose Inhaltsstoffe und solche, die wir auch tagtäglich mit anderen Produkten zu uns nehmen. Und der Vergleich mit Fleisch und den Zutatenliste ist teilweise auch etwas irreführend, weil im Fleisch nehmen wir auch wahnsinnig viel in uns auf, Antibiotika, Pestizide und Ähnliches, was aber nicht ausgewiesen werden muss. Silke legt letzte Hand an ihre rote Beete. Nervt dich der Aufwand, den du jetzt betreiben musst eigentlich? Also mein letzter Einkauf hat, glaube ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde länger gedauert als sonst, weil ich mir jedes Produkt angeguckt habe, umgedreht habe, gelesen habe, wo es herkommt und habe es dann gleich wieder weggestellt. Letzter Einkauf war 4 Geschäfte. Ja, also wie gesagt, es war sehr zeitaufwendig. Aber die Zeit habe ich mir dann auch mal genommen, weil ich es einfach auch für mich selber wissen wollte. Und wir wollen jetzt wissen, wie das schmeckt. Wenn du das jetzt als Burger Patty nehmen würdest, ne? Es ist jetzt nicht so schlecht. Nee? Man muss viel kauen. Also, Es wird mehr im Mund. also man muss. Aber vom Geschmack her ist es jetzt nicht schlecht. Probiert ihr mal. Na, ob Roland genauso offen für neue Erfahrungen ist wie seine Frau? Also diese Burger oder wie ich sie nennen soll, die würde ich noch mal holen fürs Grillen, so als Ersatz für Fleisch. Aber die Würstchen, die würde ich nicht mehr holen. Gut, Begeisterung klingt anders. Und klar, das Grillerlebnis mit den typischen Düften bleibt aus. Aber mit diesem Event sind die Desels Teil eines gigantischen Trends. Der Markt mit veganen und vegetarischen Alternativen boomt. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 100.000 Tonnen Fleischersatzprodukte produziert. Das ist allein in den letzten 2 Jahren ein Plus von 60%. Rechnen wir diese 100.000 Tonnen in Fleisch um, dann wären das zum Beispiel 450.000 Rinder, die weniger sterben müssten bei entsprechend deutlich geringerer Umweltbelastung. Maxi hat 2 Wochen mit den Öffis hinter sich. Gut 3 Stunden war er täglich unterwegs, für 60 Kilometer insgesamt. Da ging die Laune in den Keller. Ab jetzt soll er das E-Bike nehmen. Ich habe noch nie so tolles erlebt. Best day ever! Und bis Hofgeismar kommst du? Safe. Ja, damit. Wie ist der Rekord nach Hofgeismar mit dem Fahrrad? Ich knack ihn. Nee, hab Bock drauf, auf jeden Fall. Also mit dem E-Bike nach Hofgeismar stelle ich mir doch ein bisschen spannender vor als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Einsteigen, umsteigen, 4-mal für Maxi verschwendete Zeit. Ich kann nicht mehr, es ist warm, ich will endlich nach Hause. So, drück mir die Daumen, dass das alles klappt. Dass ich den Weg finde. Ja, viel Spaß. Ja, und dass ich heil ankomme, ne? Ja, wir drücken dir die Daumen. Bis später, mein Schatzi. Ciao. Jetzt also mit dem E-Rad. Beinahe klimaneutral und eine halbe Stunde schneller als mit Bus und Bahn. Viel besser geht's nicht mehr. Den Akkulader habe ich auch dabei. Nicht, dass ich dann irgendwann keine Batterie mehr habe. Hasenhecke Hofgeismar. Die beste Strecke mit dem Fahrrad hat Maxi sich über eine kostenlose Fahrrad-App gesucht. Das dazugehörige Navi lotst ihn hoffentlich richtig. Morgen! Ja, die erste Strecke, die war ganz schön. Die war über Felder und Wiesen und jetzt auf einmal bin ich auf der Landstraße gelandet. Da haben mich dann einige Autos und Busse überholt. Da habe ich mich ein bisschen falsch am Platz gefunden. Aber ja, das Navi hat gesagt, ich muss in diese Richtung und ich muss diesen Weg nehmen. Und da habe ich mich jetzt voll und ganz auf das Navigationssystem verlassen. Eigentlich sollten jährlich 30 € pro Bundesbürger für das Radnetz ausgegeben werden. Hier in Hessen ist es nur knapp die Hälfte.
Und man sieht's. Was ist das hier? Ja, einfach Fahrradweg zu Ende, dann kommt eine kleine Baustelle. Katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mich auf schöne Radwege gefreut und so ein bisschen an den Straßen nebenher zu fahren. Aber jetzt muss ja die ganze Zeit nur auf der Landstraße und über die ganzen Hauptstraßen drüber. Und die sind irre schnell, ne? Ja, und dann fühlt man sich auch nicht wohl, wenn man die ganze Zeit von einem LKW oder von irgendeinem Transporter überholt wird. Auf der Hasenhecke ist Katharina Schickling wieder in unserem Auftrag unterwegs. Heute soll sie den Müll von Martin Bock unter die Lupe nehmen. Da kann man ja viel falsch machen. Ich bin Katharina. Martin. Das ist die gute gelbe Tonne. Jetzt wird's aber wild. Ja, eine Woche. Ja. Obwohl wir darauf achten, wenig Plastikmüll zu kaufen. Wir sind auch echt verzweifelt. Wir bemühen uns, aber ja, das kommt bei raus. Allein im Jahr 2019 kamen knapp 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll in Deutschland hinzu. Das ist so viel wie 34.000 vollbesetzte A380 oder 82 riesige Kreuzfahrtschiffe. Der Plastikmüll hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Es ist ein Wahnsinn. Wir sehen das ja jetzt auch hier schon. Ne? Das ist das, was in nur einer Woche anfällt bei einer Familie, die sich eigentlich schon Gedanken macht. Wenigstens sollte das richtige Entsorgen dann klappen, damit recycelt werden kann. Aber das ist auch eine Wissenschaft für sich. Der besteht nun tatsächlich aus 3 Komponenten, die man ganz gut recyceln kann, nämlich Alu, Kunststoff und Papier. Aber wenn das Ding so in der gelben Tonne landet, könnt ihr euch darauf verlassen, das wird auf jeden Fall verbrannt. Ja. Weil keine Sortieranlage der Welt kriegt das auseinander. Kompliziert. Und das getrennt? Wunderbar. Mhm. Oft ist die Materie echt komplex, zum Beispiel auch beim Milchkarton. Also das sind eigentlich unheimlich ärgerliche Verpackungen, weil alle Teile, die da dran verwendet sind, wären recycelbar. Aber das baut kein Mensch auseinander. Es gibt nur ganz wenige Anlagen in Europa, die das überhaupt könnten. Es ist gigantisch. Weltweit kommen 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr zusammen. Das meiste sind Einwegprodukte und Verpackungen. 40% davon landen auf Mülldeponien. 32% bleiben in der Umwelt. Viel davon schwimmt im Meer. Tja, auch eine Art Müllkippe. Forschende gehen davon aus, dass 2050 jeder Meeresvogel und Fisch Plastik in sich tragen wird und wir vermutlich dann auch. Ach ja, von dem ganzen Plastik wird dann auch noch einiges verbrannt, um es wieder loszuwerden. 14% sind das. Und wie viel wird nun recycelt? Das sind auch nur 14%. Nachhaltig ist das nun wirklich nicht. Maxi ist fast da, hat noch schnell Brötchen für seine Klasse in der Berufsschule geholt. Einmal in der Woche ist er mit dem Frühstück dran. Nur, wohin jetzt mit den Tüten? Fahre ich wohl freihändig, hä? Also eine kann ich in den Arm nehmen. Könnt ihr die restlichen mitnehmen? Ja. Manchmal ist ein Kamerateam im Schlepptau ganz praktisch. Nur noch ein kurzes Stück. Und wie ist die Bilanz? Den Weg von mir zu Hause bis hierhin, das war jetzt nicht fahrradfreundlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mir was anderes vorgestellt. Man merkt definitiv, dass das Auto hier einen sehr hohen Stellenwert hat in Deutschland und ja, dafür wird dann alles gemacht. Wir haben ja ein ziemlich großes Budget, 141 Milliarden Euro. Wenn wir das nicht nur ins Auto stecken, sondern in Mobilität, dann ist sehr viel möglich. Wir brauchen Platz vom Auto, wir brauchen Geld vom Auto und wir brauchen vor allen Dingen auch die Privilegien des Autos für alle. Ja, gut. Dann sehen wir uns um 1, ne? Zu Hause plant Hannah weiter an der Hochzeitsausstattung. An den Klamotten, die ich besitze, kann ich nichts mehr ändern, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, meine beiden Kleider, also sowohl für die standesamtliche als auch die kirchliche Trauung, gebraucht zu kaufen. Das mache ich sowieso schon recht viel und ich hoffe, dass ich was finde, was zu unserem Budget passt. 500 € will Hannah maximal für ihr Traumkleid ausgeben. Doch seit sie weiß, wie viele Ressourcen für Klamotten draufgehen, will sie nichts online bestellen, was vielleicht nicht passt und zurückgeschickt werden muss. In Deutschland sind wir nämlich mit 24 Bestellpaketen pro Kopf und Jahr auf Platz 7 der europäischen Internetkundschaft. Wir sind die am meisten Klamotten kaufen und sie dann wieder zurückschicken. 40% Rücksendequote. Für die Umwelt ist das nicht gut. Durch die vielen Rücksendungen entstehen rund 238.000 Tonnen CO2.
Ungefähr so viel würden 424 Autos, die täglich von Hamburg nach München düsen, ein ganzes Jahr lang produzieren. Hanna hat sich was überlegt. Also ich persönlich würde gerne ein getragenes nehmen, das trägt schon so ein Stück Geschichte mit, von einer anderen Hochzeit, einer schönen Braut. Aber Secondhand online kaufen kommt jetzt nicht mehr in Frage. Hanna will die Umwelt schonen und, ja wirklich, ganz klassisch shoppen, in einem echten Laden. Sie hat einen gefunden, der sich auf gebrauchte Brautkleider spezialisiert hat. Auch ganz klassisch, Hannas Mutter kommt zur Beratung mit. Hallo. Hallo mein Schatz. Hallo Mami. Hallo. Dankeschön, dass du gekommen bist. Ja, heute Abend mache ich scharfes Gemüse mit Spaghetti. Heute hat mein Großeinkauf locker eine Dreiviertelstunde länger gedauert als sonst. Heute mache ich ein ganz schnelles Essen. Heute mache ich für 6 Personen ein Ofengemüse. Ich mache vielleicht noch ein bisschen Paprika rein. Heute gibt es ein Resteessen. Und zum Nachtisch ein Heidelbeer-Mascarpone-Creme. Ich bin gerade bei den Erdbeeren. Ich freue mich. Sehr schön hier. Dankeschön. Viel versprochen. Es war zweimal heißt der Second-Hand-Laden in Kassel. Passt der Name. Rebecca Notnagel hat sich auf edle, gebrauchte Hochzeitskleider spezialisiert. Ich bin schon immer ein sehr, sehr großer Secondhand-Liebhaber gewesen, mein Leben lang eigentlich. Ich habe auch jeden Tag ein Secondhand-Teil an, also heute mein Rock, auch True Vintage. Und da war dann für mich auch klar, warum denn kein Brautkleid, das schon mal getragen wurde, weil von denen gibt es wirklich, wirklich viele. Es ist ja wirklich so, wenn man mal überlegt, wie viele Ressourcen in so ein Kleid fließen, in diese Produktion und wie weit das transportiert wird. Und dann wird es nur einen einzigen Tag angezogen und dann hängt es irgendwo und verstaubt. Und es ist so schrecklich unnachhaltig. Also das ist wirklich die Spitze von Fast Fashion eigentlich. Das hier finde ich zum Beispiel sehr hübsch. Das hier ist auch niedlich. Ich habe auf jeden Fall schon was gesehen, was ich anprobieren würde. Wir werden im Garten feiern, wir werden aber auch eine kirchliche Trauung haben. Also es muss trotzdem irgendwie gartentauglich sein, mein Kleid. Mal gucken, 500 € wird schwierig, das muss ich gestehen. Es sei denn, du stehst auf True Vintage Kleider. Die sind auf jeden Fall günstiger auch. Die muss man auch als das betrachten, was sie sein könnten, nicht als das, was sie sind. Da kann man noch ganz viel ändern und es nach deinen Wünschen anpassen. Wow, klingt mega. Warum auch nicht? Das spielt in gewissen Kreisen, gerade unter Studierenden, was ich beobachte, eine ganz große Rolle. Die sind sich sehr bewusst darüber, was sie da tun. Und die steuern das ganz klar und sehr bewusst auch in Richtung Secondhand, um genau diesem Diktat des immer neu, immer mehr, immer billiger kaufen und immer wertloser kaufen zu entfliehen. Das ist Hannas Traumkleid. Aber es sprengt ihr Budget. Und nun? Doch ein billiges aus dem Internet? Es ändert sich tatsächlich im Bewusstsein der Leute etwas in Richtung Nachhaltigkeit. Das sieht man vielerorts, aber ich glaube, dass dieser Umschwung für die Dringlichkeit des Themas tatsächlich doch noch zu langsam ist. Unsere Leute auf der Hasenhecke jedenfalls schlagen sich wacker. Mit dem veganen Grillabend hat Roland mehr als 11 Kilo CO2 gespart. Silke in nur 2 Wochen etwa 100 € beim Einkauf. Das ist krass. Ob aber Roland und Gerrit den Fleischverzicht bis zum Ende wirklich durchhalten? Gerrit verzichtet auf Fahrspaß und ist vom Gas gegangen. Jetzt freut er sich aber, dass er spart. 1,6 Liter auf 100 Kilometer. Ein guter Anfang immerhin. Aber da geht noch was beim Stromsparen zu Hause. Und Hanna? Die muss definitiv noch ihr Problem mit dem Hochzeitskleid lösen. Hält sie die Nachhaltigkeits-Challenge durch?